Hallo, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und habt euch reich beschenken lassen. Sicherlich viele Angelsachen dabei. Auch ich habe hier noch ein Geschenk liegen, das ich jetzt mal auspacken möchte. Ich habe es mir nicht gewünscht, aber ich habe es mir ausgesucht. Wie kommt das? Und zwar habe ich vor ein paar Monaten ein Video gezeigt, beziehungsweise eine Empfehlung für eine Schnur ausgesprochen. Völlig unentgeltlich, also keine bezahlte Werbung. Diese Firma hat aber herausgefunden, von wem das Video stammte, beziehungsweise von welchem Kanal, und hat mich angeschrieben und sich bedankt und gesagt, dass ich mir halt ein paar Sachen aussuchen könnte aus dem Laden, und das habe ich dann eben dankend angenommen. Ich habe mir dann eben ein Schnurpaket sozusagen selbst geschnürt. Das heißt, ich habe mir meine Wunschschnüre in den Warenkorb gelegt und sie haben mir diese dann geschickt. Ich möchte aber jetzt hier nicht ein Produktvorstellungsvideo machen, sondern es geht auch in diesem Video darum, welche Schnüre brauche ich für was. Packen wir erstmal aus. Als erstes fällt schon auf, diese Schnur, die ich empfohlen hatte, die Sembo 131, also eine 13-fach geflochtene Schnur, die habe ich mir natürlich in Großspulen schicken lassen. Das heißt, die gibt es jetzt auch in 500 Metern. Die gab es ja zuvor nur in, glaube ich, 100 Metern und 150 Metern oder 100 Metern und 200 Metern. Jetzt endlich auch auf Spulen, wo man eben nicht vorher kalkulieren muss, ob man Backing-Schnur braucht und wenn ja, wie viel, sondern hier so, dass man die Rolle auch komplett füllen könnte. 2 Durchmesser, PE 1.2 und was habe ich hier noch gekauft? PE 08. PE 1.2 habe ich mir bestellt als Ersatz für meine normalerweise PE 1 Schnüre. Denn, wie ich schon sagte und wie viele von euch auch erfahren haben, ist diese Schnur hier wirklich exakt kalibriert. Das heißt, im Prinzip ist sie dünner als die normalen PE1-Schnüre. Sie hat 0,165 mm, aber die meisten PE1-Schnüre, die sich so bezeichnen, haben eben 0,18, manchmal sogar 0,20. Und die ist exakt kalibriert, deswegen würde ich lieber eine Nummer stärker schon fast fischen. Und ich habe mir die 0,8er geholt. Die ist dann eben für Süßwasserangeln oder für die leichtere Angelei. 0,8er in dem Fall, das müsste dann eigentlich 0,14 sein und wird in diesem Fall auch eine echte 0,14er sein, also ziemlich dünn. So, jetzt aber zu den Schnüren, die ich zusätzlich bestellt habe. Und zwar haben wir diese Schnur. Das ist eine 8-fach geflochtene rote Schnur, aber dieses Rot ist wirklich never faded. Das heißt, die Schnur ist komplett rot und bleibt auch rot. Kein bisschen wird sie abfärben. Das Pigment wird durchgefärbt sein, also nicht beschichtet sein. Und das bedeutet aber auch dadurch, dass Pigmente eben in den Fasern drinstecken, dass sie vielleicht ein bisschen weniger Tragkraft hat. Ich glaube, die ist mit 18 Pfund angegeben. Normalerweise haben die Schnüre mit diesen Durchmessern, also 0,165 mm PE1, etwa 20 Pfund Tragkraft. Und damit meine ich echte Tragkraft. Also nicht das, was ihr auf deutschen Verpackungen lest. Ihr wisst ja, in diesem Land werdet ihr sowieso etwas veräppelt. Da steht dann oftmals was von 20 Kilo oder sowas. Das gibt es nicht. Eine PE1 hält mit Knoten realistisch maximal, aber absolut maximal 20 Pfund. Also der englische Pfund, das sind ungefähr 9 Kilogramm. Mehr gibt's nicht, geht nicht. Und meistens, je nach Knoten, hat man sogar noch ein paar Kilo weniger. Aber das reicht, weil die meisten eurer Angelrouten halten tatsächlich ohnehin keine 9 Kilo aus. So, dann habe ich mir noch diese Schnur hier bestellt, und zwar, weil das eine ultra feine geflochten ist, nämlich PE 06. Diese Schnur hier in der Stärke 06 soll 14 Pfund halten, 14 englische Pfund. Das sind jetzt, sagen wir mal, einfach 6 Kilo. Das halte ich für illusorisch. Aber darum geht es auch nicht. Wer so eine dünne Schnur fischt, eine 06er Schnur, der sollte auch wirklich auf leichte Beute bzw. auf nicht so starke Kämpfer abzielen, denn alles andere halte ich persönlich für Tierquälerei. Warum halte ich es für Tierquälerei, mit solchen dünnen Schnüren auf große Fische zu angeln? Das sogenannte UL-Angeln, Ultralight Fishing. Die Fische leiden darunter. Denn die wenigsten Fische, die abreißen, werden tatsächlich auch als solche genannt, sondern eben nur die Heldentaten, in Anführungszeichen, wo man eben den 20 Pfund Hecht mit so einer Schnur herausgeangelt hat. Aber selbst wenn man ihn herausbekommt, bedeutet das meistens, dass der Drill wesentlich länger gedauert hat. Und je länger der Drill dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch daran krepiert. An Zandern seht ihr das ja wie oft, die kommen manchmal so schon tot an die Oberfläche, bevor eben sie überhaupt an Land sind.
Und bei anderen Fischen, gerade im Meer, ist es so, wenn ich jetzt einen Bonito mit einer 0,6er Schnur unbedingt als Rekord fangen wollte, dann ist der am Arsch, den brauche ich dann nicht mehr zurücksetzen. Der ist kaputt. Darüber sollte ich mir vorher im Klaren sein. Aber genau das ist ja der Knackpunkt. Die sogenannten Ultraleitfische sind ja auch meistens diejenigen, die 100% Catch and Release fischen wollen. Und das passt dann wiederum überhaupt gar nicht zusammen. Wofür brauche ich die 0,6er Schnur? Zum Angeln auf Kalmare und Sepias. Denn Kalmare und Sepias, erstmal sind sie nicht so besonders groß, bis maximal 2 Kilo. Und dann muss ich natürlich auch wirklich da sehr vorsichtig drillen, damit eben der Haken nicht ausschlitzt, also keinen starken Zug ausüben. Und ich habe natürlich auch nicht so eine große Gegenwehr zu erwarten. Und Kalmare und Sepias zurücksetzen, also ich würde es ja sowieso nicht machen, denn das ist nämlich eine kulinarische Leckerei. Und das werde ich dann auf den Kanaren jetzt demnächst versuchen mit dieser Schnur. Aber was haben wir noch Schönes im Karton? Zu einem richtigen Spinnfisch-Setup gehört natürlich auch Fluorocarbon. Und da habe ich mir dieses hier schicken lassen. Das hier ist ein Standarddurchmesser. Das heißt, wir fischen auf Dorsche, wir fischen auf Pollack, wir fischen auf Bonito, wir fischen auf Barracuda. Zwischen 0,50 und 0,60, das ist der Standarddurchmesser am Meer. Auf keinen Fall darunter, darüber gerne, allerdings wird dann die Köderführung wirklich extrem steif irgendwann. Dann habe ich mir noch ein weiteres Fluorocarbon der gleichen Firma, aber einer anderen Marke schicken lassen. Und zwar ist das ein Ultra Soft Fluorocarbon. Das ist natürlich mehr zum Süßwasserangeln gedacht, auf Forellen und Lachse in erster Linie. Da verwende ich den Durchmesser 0,31. Und auch beim Angeln auf kleinere Fische, wie zum Beispiel Forellen oder eben auch Sepia, Kalmare, würde ich selten unter 0,30 gehen. Ganz einfach, wenn ich nicht ausschließen kann, dass größere Fische vorhanden sind. Natürlich habe ich auch schon in meiner Jugend mit 0,18er Vorfach Zander gefangen, aber es kann eben auch in die Hose gehen. Ach ja, dieses Fluorocarbon hier soll übrigens nur coated sein, das heißt innen drin ein normaler Monofilstrang und außenrum eben mit Fluorocarbon gecoatet. Beide Fluorocarbon-Materialien sind allerdings sinkend. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Sinkende Fluorocarbon-Schnüre. Denn es gibt nichts Auffälligeres, als wenn eben wie bei normalen Nylonschnüren der Faden aufsteigt zur Schnur und das eben total unnatürlich aussieht. Sondern die Schnur sollte mehr oder weniger im Idealfall so schnell wie der Köder sinken. Das ist wirklich ein gerader Strich, ein kaum sichtbarer Strich ist, der vom Köder weggeht, damit der Fisch nicht argwöhnisch wird. Aber ich sehe schon hier diese 0,52er, dieses Fluorocarbon, das es auch in 100 Meter Spulen gibt. Das ist wirklich richtig abriebsfest. Das ist was zum Meeresangeln. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und da gibt es ja mal diesen Test, wo man Fluorocarbon eben von normalem Nylonmaterial unterscheiden soll. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Ja, so ein bisschen. Kann man noch ein bisschen einzoomen. Der Unterschied soll eben sein, zum einen, Fluorocarbon pilzt sich auf. Das ist natürlich ideal für den FG-Knoten als Sicherung. Und dann soll es hier so ein bisschen durch das Carbon, Kohlenstoff, eben so ein bisschen schwarz werden. Das sehe ich jetzt hier zwar nicht so direkt, aber das Material insgesamt fühlt sich sehr gut an. Schauen wir uns noch das Ultra Soft Fluorocarbon an, auf einer praktischeren, kleineren Spule. Also super verpackt, ideal auch als Vorfachschnur zum Fliegenfischen, denke ich mal. Wobei es ja klar ist, dass man so eine dicke Schnur, also wie die 0,52er und die auch noch sehr hart und zäh ist, nicht auf so eine kleine Spule packen kann, denn dann würde es halt kringeln. Das wollen wir eben auch nicht. Ja, und hier merkt man schon den Unterschied. Das ist ein wesentlich feineres, softeres Material auch. Also nicht nur, dass logischerweise der Schnurdurchmesser dünner ist und sich deswegen feiner anfühlt, sondern auch das Material an sich. Da merkt man einen ganz krassen Unterschied in der Oberfläche. Das hier ist richtig hart. Aber ich muss auch sagen, so eine 0,52er Schnur ist natürlich nicht bissfest. Das heißt, ein Bluefish, ein Barracuda kommt da ohne Probleme durch. Mit einem Biss ist das Ding getrennt. Wenn man da eine gewisse Sicherheit haben will, dann muss man schon oberhalb von 0,80er Mono denken oder eben Stahlvorfach, aber das reduziert wiederum die Bisse. Ich bedanke mich jedenfalls bei der Firma Tsukibo für dieses Wunschpaket an Schnüren, was ihr habt zusammenstellen lassen. Diese Schnur hier, die rote, die habe ich schon getestet. Wie gesagt, der
Vorteil dieser Schnur ist, dass sie überhaupt nicht ausblasst. Und gerade in Norwegen, wo ich halt einen Kontrast oft brauche, weil eben die Lichtverhältnisse so schlecht sind, Kelp und Kraut und Tang sind gelb-grün und da hat man mit Rot wirklich den allerbesten Kontrast. Das habe ich ja schon in einem anderen Schnurvideo gezeigt. Und natürlich bedanke ich mich für die Schnur, die ich dann eben auch vor einigen Wochen schon mal getestet und für gut befunden habe. Die braucht man immer, im Idealfall eben auch auf solchen großen Spulen, auf diesen 500 Meter Spulen. Warum brauche ich so viel Schnur eigentlich? Ganz einfach. Ich fische sehr häufig, im Moment zwar hier in Deutschland nicht so, aber im Regelfall eben zweimal die Woche und Schnur verschleißt. Ich kenne viele Leute, die lassen jahrelang die gleiche Schnur auf der Rolle, aber Schnur verschleißt, besonders wenn man mit Salzwasser fischt. Denn in der Schnur, auf der Schnur sammeln sich dann eben Salzkristalle. Mit jedem Wurf scheuern diese Salzkristalle an der Schnur. Feinste Schmutzpartikel geraten in die Schnur, an die Fasern und das verschleißt einfach die Schnur. Das heißt, man sollte sie schon regelmäßig austauschen. Ich würde sagen, noch nicht mal ein Jahr. In der Regel wechsle ich am Meer mindestens alles halbe Jahr, wenn ich nicht vorher viel abgerissen habe, die Schnur. Das sind so meine Produktempfehlungen. Einige Produkte habe ich schon getestet. Die Fluorocarbon-Materialien habe ich nicht getestet, aber sie machen einen guten Eindruck und würde ich zunächst einmal auch empfehlen. Die Links habe ich in der Beschreibung unter dem Video eingefügt und teilweise auch eben direkt verlinkt hier im Video. Bis zum nächsten Video.